Vergleich dich nicht so viel. Das klingt erstmal einfach, aber wenn wir ehrlich sind, tun wir es doch alle immer wieder. Wir scrollen durch unsere Feeds und sehen andere Frauen, andere Mamas, andere Mädels, andere Familien und irgendwo in uns macht sich das leise Gefühl breit: „Sie hat es irgendwie besser hinbekommen. Sie sieht glücklicher aus, sie ist weiter.“ Ich kenne das gut und will heute deshalb darüber sprechen. Nicht als jemand, die das schon überwunden hat, denn auch bei mir kommen immer wieder diese Gedanken von nicht genug sein. Deshalb spreche ich heute auch wieder aus einer Sicht, die selber gerade diesen Weg geht. Nebenbei räume ich gefühlt wie jeden Tag die Wohnung auf, finde immer wieder neue Dinge aufzuräumen und es hört nicht auf. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich bin super dankbar für all das, was wir haben dürfen und was ich verwalten darf. So, zurück zum Thema. Erstmal, was löst Vergleich überhaupt in uns aus? Wenn wir uns vergleichen, schauen wir fast immer auf das, was wir nicht haben. Wir sehen die Highlights anderer und insbesondere auf Social Media. Und wir sehen unsere eigenen Baustellen, weil wir die Baustellen von den anderen natürlich nicht sehen. Wir sehen, wie jemand erfolgreich ist, aber nicht, wie viel die Person geweint hat, um dort anzukommen. Wir sehen ein schönes Zuhause, aber nicht die Schulden oder die Überforderung dahinter. Und das Krasse ist, Vergleichen raubt uns nicht nur die Freude. Ich denke, du hast oft schon gehört, Comparison is the thief of joy, aber es raubt uns auch die Dankbarkeit und auch den Fokus. Statt uns auf das zu konzentrieren, was Gott uns gegeben hat, verheddern wir uns in den Dingen, die wir nie tragen sollten. Die Bibel ist ganz klar bei dem Thema. In 2. Mose 20, Vers 17 steht: „Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört.“ Und weißt du was? Das ist kein banales Verbot. Erstens ist das einer der Gebote und zweitens ist es dein Schutz, denn dieses Begehren führt oft zu Bitterkeit, zu Neid oder zu zerstörerischen Gedanken über andere oder über uns selbst. Jesus selbst spricht dieses Thema direkt an. In Johannes 21 fragt Petrus: „Und was ist mit Johannes?“ Und Jesus antwortet sinngemäß: „Was geht dich das an? Du folge mir.“ Wie klar ist Jesus da? Jesus sagt da ganz klar: „Hör auf, nach rechts und nach links zu schauen. Dein Fokus gehört nicht auf die Berufung anderer, sondern auf die Beziehung zu mir.“ Unser Fokus gehört also nicht auf die Berufung anderer, sondern auf die Beziehung zu Jesus. Und oft bleibt es dann nicht nur beim Vergleichen, sondern es wird zu Konkurrenzdenken. Hier möchte ich dir sagen, Konkurrenzdenken kommt nicht von Gott. Es wurzelt in Angst und Mangel. Und Gott ist ein Gott der Fülle. Ein Gott, der für jede von uns einen eigenen Platz, eine eigene Spur und eine eigene Zeit hat. Zum Thema Gottes Timing habe ich vorher auch schon ein Video gedreht. Zum Thema Konkurrenzdenken empfehle ich einen Podcast. Und zwar ist der Podcast, glaube ich, Bibelschönheiten. Da gehen die tiefer in das Thema Konkurrenzdenken ein. Ich möchte hier noch sagen, wie du ganz praktisch damit umgehen kannst und was du tun kannst, wenn du in diesem Cycle bist, dich immer wieder zu vergleichen und worauf ich selber auch immer wieder achte. Und zwar erstens, erkenne die Gefühle ehrlich an. Nenn sie bei Namen. Es bringt nichts, wenn wir uns selber belügen. Wenn Neid hochkommt, wenn du dich minderwertig fühlst, dann geh ehrlich zu Gott damit. Ein Gebet, das du auch immer wieder beten kannst, was wirklich ein starkes Gebet ist das Gebet, das auch David gebetet hat. Und zwar: „Erforsche mein Herz, o Gott.“ Zweitens, schau nach oben und nicht zur Seite. Wenn wir nach links und rechts schauen, werden wir immer jemanden finden, der scheinbar weiter, schöner oder besser ist als wir. Aber deine Berufung ist nicht, besser zu sein, sondern treu zu sein. Treue ist das, was zählt, nicht der Vergleich. Ein Vers, der mir dabei immer wieder in den Sinn kommt, beziehungsweise an den ich mich auch immer wieder erinnere, wenn ich durch den Alltag gehe oder wenn ich solche Gedanken beispielsweise bekomme, ist: Seek first the kingdom of God. Lass uns wirklich nach oben schauen. Alles andere wird folgen, aber wir müssen erst nach oben schauen. Und wenn wir nicht nach oben schauen, wie wollen wir denn das, was für uns ist, richtig erreichen? Wir brauchen Gott an unserer Seite. Drittens, resette. Folgst du Menschen, die dich verunsichern oder die dich runterziehen? Wenn ja, dann
entfolge denen. Folge Menschen, die dich ermutigen. Verbringe nicht Stunden damit herumzuscrollen, sondern abgesehen davon, mach auch mal hin und wieder eine Pause von Social Media oder generell von dem Thema, damit es nicht dein Götze wird. Ich sag's mal ein bisschen konkreter. Ein einfaches Beispiel ist immer Sport. Wenn du dich körperlich mit anderen vergleichst beispielsweise und du eigentlich sportlicher sein möchtest, dann ja, attackiere das Ziel, aber baue auch Tage ein in deinen Alltag, an dem du eine Pause davon nimmst, damit du weißt, dass dich die Sache nicht ausmacht und damit du einfach neu auftanken kannst mit Gott. Und viertens, werde aktiv, auch wenn es kleine Schritte sind. Ich denke, ich habe es schon mal erwähnt, aber bei mir ist es oft nicht so, dass ich Gefühle wie Eifersucht oder Neid verspüre, sondern dass ich mich selber eher runtermache und denke, dass ich nicht gut genug bin. Abgesehen davon, dass wir solchen Lügen ganz klar entsagen müssen, können wir aber konkret aktiv werden und nicht einfach nur zusehen. Ich merke dann immer, ich war bei dem Thema zu lange passiv und muss wieder aktiv werden. Frag dich also dann, was kann ich heute tun, das mich 1% weiterbringt? Was ist mein nächster Schritt? Denn du solltest nicht einfach nur warten, bis dir die Dinge auf den Schoß fallen. Du hast eine spezielle Berufung. Deshalb geh auch in dieser Berufung. Du bist kein Opfer und du bist keine Kopie von irgendjemandem. Du bist ein von Gott gewolltes Original. Deine Geschichte, deine Familie, deine Herausforderungen, all das sind keine Fehler und keine Zufälle. Sie sind der Ort, an dem Gott mit dir Geschichte schreibt. Also nimm deinen Raum ein. Und wenn du merkst, dass du wieder ins Vergleichen rutscht, dann nimm die Zeit für dein Herz, für Gebet, für einen echten Austausch. Und dann geh weiter im Vertrauen. Ich hoffe, ich konnte damit helfen. Ich bete für Mut, ich bete für Fokus und für Klarheit und ich bete für Liebe. Lass uns einander lieben und ermutigen und nicht Gefühle von Eifersucht oder Neid haben. Du bist einzigartig und du bist gewollt. Wir hören oder sehen uns beim nächsten Mal.